Hallo und hier auch gleich das zweite Video, mein Motivationsvideo. Und zwar, ich bin ja eben seit 2 Monaten in Japan und, also 2,5. Und ich bin mit absolut keiner Sprachvorbereitung hergekommen. Ich bin trotzdem mega motiviert, dass ich einiges hier lerne und dass ich es schaffe, also das ist mein großes Ziel, dass ich Konversationen führen kann, nur auf Japanisch. Also jetzt nicht über Faust und Physik, aber ja, Konversation. Und ich möchte ganz viel mitnehmen und ich konnte jetzt nicht viel vorbereiten, weil ich einfach nur 2 Monate, bevor ich nach Japan geflogen bin, wusste, dass ich überhaupt nach Japan fliegen kann, weil ich da eben meine Bestätigung bekommen habe fürs Praktikum. Und ja, deswegen fange ich bei Null an und wer mit mir zusammen anfangen will oder weitermachen will, also ich habe jetzt vor 2 Monaten schon angefangen, aber ja, vielleicht habt ihr Bock mit mir zusammen das zu machen, zu lernen. Mein jetziger Stand ist, also ich habe so 300 Wörter gelernt und so typische Sätze auf Japanisch. Hiragana und Katakana. Und genau, ja, ein paar Kanji, so 15 Stück vielleicht, aber ja. Mein Ziel ist erstmal reden können. Was mir jetzt aber in dem Video ganz wichtig ist, wenn ihr Japanisch lernen wollt, dann bitte macht es, lasst euch nicht beeinflussen von so Sachen. Ich habe das einfach so oft jetzt schon gehört mit diesen, ja, Japanisch ist die schwerste Sprache der Welt oder einer der schwersten Sprachen von mir wegen noch Chinesisch, Arabisch, sonst was. Auch wenn es in irgendwelchen Statistiken steht, dass jetzt die so und so eingeordnet ist und die Sprache so und so eingeordnet wurde, ist völlig scheißegal. Wenn ihr Bock habt, eine Sprache zu lernen, wenn ihr motiviert seid, dann könnt ihr das auch. Egal wie alt ihr seid, egal ob ihr sprachbegabt seid oder nicht. Es gibt genug Techniken. Vor allem, wenn ihr das im Selbststudium macht. Ich merke das an mir so krass momentan, dass ich die Sprache jetzt, also den ersten Monat habe ich mir gedacht, okay, ich lerne jetzt einfach Vokabeln, just for fun. Und nach einem Monat habe ich mir entschieden, okay, ich lerne Japanisch. Und habe dann auch angefangen mit den Hiragana, Katakana lernen. Und ich habe eine ganz andere Motivation als in der Schule, weil ich einfach so rangehen kann, wie ich das will. Ich mache die Sachen, die mir Spaß machen, die mich motivieren. Ich setze mir kleine Challenges. Und es ist einfach anders, eine andere Herangehensweise. Also ja, lasst euch bitte nicht demotivieren. Findet eure Herangehensweise und wenn ich einfach dran denke, allein schon Deutsch, ich meine, für andere Leute ist Deutsch total schwer. Ich meine, die Grammatik ist jetzt auch nicht so easy peasy oder halt nicht leichter, nicht schwerer, finde ich jetzt andere Sprachen. Ich meine, wir haben weiblich, männlich, sächliche Begleiter und so ein Zeug. Also, ich wurde auch schon öfter mal gefragt hier so, ja, wann weiß ich denn überhaupt, dass es ein weiblicher Begleiter ist, männlicher Begleiter ist? Ja, die Katze, die ist sehr zierlich, deswegen weiblich. Der Hund, maskulin. Aber was ist mit der Schiffsschraube? Die Schiffsschraube. Ja, also die ist weil... Ja, also... klar, gibt es auch Herangehensweisen an solche Sachen mit alle Wörter, die so und so enden, weiblich und so weiter. Egal, ihr wisst, was ich sagen will. Ob jetzt eine Sprache schwer ist oder nicht oder wie sie eingeordnet ist, das ist eine persönliche Sache. Und wenn ihr was lernen wollt, dann könnt ihr es auch machen. Also Japanisch ist kein Hexenwerk. Wenn ihr das wollt, dann könnt ihr es machen. Genau. Macht das mit mir zusammen. Ich sag euch, wie ich das genau mache oder wie ich es bisher gelernt habe, alles. Und ich würde gerne in den Comments mal wissen, was euch motiviert, demotiviert, welche Herangehensweisen für euch gut sind. Ich zum Beispiel lasse jetzt die Grammatik mal ein bisschen außen vor. Ich komme immer wieder zurück und schaue mir die Kerngrammatik an, aber ich lege da jetzt nicht den Fokus drauf, weil, wie gesagt, also in der Schule, also mich demotiviert, also wenn mich Sachen demotivieren, also zum Beispiel ewig viel Grammatik durchlesen und Theorie, statt die Sprache anzuwenden, da macht mich das extrem müde. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich werde dann so richtig müde. Also der Körper reagiert darauf und stößt es gleich ab. Zum Beispiel in der Schule, wenn sie dann gesagt haben, ja, lest euch mal jetzt dieses Grammatikblatt durch. Sofort,
Das ist schrecklich. Ich kann, weiß nicht. Vielleicht bin ich einfach nur nicht der Typ dafür. Wenn ihr Grammatik lieb habt, dann ja, stützt euch in die Grammatik. Macht, was euch Spaß macht. Egal. So, das war mein Motivationsvideo. Schreibt bitte, wie ihr das gefunden habt und eure Meinungen zu dem ganzen Thema Sprache. Und dann mache ich jetzt mal gleich weiter mit dem Video meine Japan-Fails, die mir jetzt passiert sind in letzter Zeit. Tschüss, macht's gut.